Bevor ich allzu lange da noch erzähle, möchte ich Pastor John eigentlich einladen, dass er kommen soll, uns dienen soll mit einem Wort, das er im Herzen hat. Anschließend werden wir am Schluss vom Gottesdienst Gelegenheit geben für eine Opfergabe und dem Herrn dienen. Er wird sicherlich auch noch heute Abend irgendwann einmal auch noch ein Lied bringen. Er ist begabter natürlich Musiker, gesalbt auch in dem Bereich, aber als Pastor ein ganz, ganz besonderer Mann Gottes. Lasst uns Pastor John Angelina herzlich willkommen heißen. John. Danke, Peter. Ja, grüezi. Schön, wieder hier zu sein. Was für eine große Ehre an Freitagabend, dass so viele gekommen seid, um heute Abend gemeinsam Jesus zu loben und zu preisen und Gottes Wort miteinander zu hören. Ich kann euch nicht genügend sagen, wie, wenn ich das Wort benutzen darf, in dieser Hinsicht ist okay, stolz ich bin auf Peter, auf Vivian, auf euch als Gemeinde. Jedes Mal, wenn ich komme, ist es ein Stück Heimkommen. Ja, ich fühle mich überhaupt nicht wie Gast hier, aber eure Liebe und eure Annahme und wie er mich immer aufnimmt, das ist immer für mich ganz besonders. Peter und ich waren vor ein paar Wochen zusammen in Libanon zusammen. Peter hat mich mitgeschleppt und ich war ihm sehr dankbar, weil das war wirklich ein Ereignis für mich, dieses Land selber, weil ich hatte Pastor Said kennengelernt, auch der Pastor Peter, und selber das zu erleben, was ist im Gange dort und alles, was wir erlebt haben, es war ganz besonders. Und ich habe etwas für heute Abend, das ehrlich gesagt, ich hoffe, es bringt für euch, wenn Gäste hier sind, für euch auch, wo ihr zur Gemeinde geht, aber ich sage ganz ehrlich und ganz offen, für diese Gemeinde, dass es euch eine Frische bringt, wie es uns eine Frische gebracht hat bei uns zu Hause in München. Und ich möchte noch ganz kurz beten. Und da müsst ihr ein bisschen geduldig sein, weil ich werde euch ein bisschen Familiengeschichten erzählen. Ihr habt schon ein lustiges Bild gesehen. Das hat zu tun mit meinem Predigt heute Abend. Und ich möchte euch anspornen, wie Gott uns Gemeinde angespornt hat, mir nach dem übernatürlichen Wirken Gottes in unser Leben nachzustreben, offen dafür zu sein und zu erkennen, wie Gott wirkt, auch manchmal, wenn es nicht spektakulär ist. Unterschätze nicht, was das Übernatürliche hervorbringen kann. Manchmal, wir haben den falschen Gedanken über die übernatürliche Wirken Gottes. Es muss immer alles spektakulär. Und oftmals, Gottes Wirken ist wie ein Flüster. Es ist wie eine Kleinigkeit und dann kommt eine Art Beben daraus, was viele Menschen segnet. Es ist uns passiert, ist immer noch im Gange. Oh Gott, möge es ist hier passiert in einer neuen Art und Weise. So Vater, das ist mein Wunsch für die Gemeinde heute Abend, mein Wunsch für die Versammlung. Und so wir bitten, dass du unsere Augen öffnest, dass du uns Licht und Einsicht schenkst aus deinem Wort, dass du mir hilfst, schlicht und einfach zu reden und dass wir nicht nur gestärkt sein heute Abend, sondern eine vielleicht neue Sicht gewinnen von deinem Wirken in unser Leben, was schon geschehen ist, aber auch für morgen und übermorgen, damit wir in Zuversicht und mit Freimütigkeit nach vorne streben für deinen Plan und für deine Absicht. Für das wollen wir leben, Herr. Und wir danken dir für diese Möglichkeit an diesem Abend, deinen Segen zu erleben, zu erfahren. In Jesu Namen. Amen. Muss ich euch ein bisschen Geschichte erzählen, weil das letzte Mal, als ich hier war, das war im Januar letztes Jahr. Und kurz danach bin ich nach Amerika gereist und ich mag diese Teil der Geschichte ein bisschen kurz. Als ich ankam, meine Mutter zu besuchen, meine Mutter war 97 gerade gewesen, im Januar letztes Jahr, 97. Und als ich ankam, habe ich gemerkt, es ging ihr körperlich nicht gut. Und ich wusste innerlich,
oh, Familie muss wieder zusammenkommen. Die waren alle dort für Weihnachten. Die waren alle dort für ihr Geburtstag. Ich konnte nicht rüberkommen für ihr Geburtstag. Ihr Geburtstag ist am 4. Januar. Und so, ich bin dann im Februar nachgekommen. Und ich habe alle meine Geschwister angerufen und meine Frau. Und wir sind alle zusammengekommen. Und das war ein übernatürliches Erlebnis. Weil meine Mutter wusste, es ist jetzt an die Zeit, dass sie nach Hause ging. Und wie sie in den Himmel kam, ich werde es nie vergessen. Zuerst hat es angefangen, dass sie alle Leute angerufen hat. Und mit allen Leuten gesprochen. Ich möchte mit denen reden, denen reden, denen reden. Sie hat Abschied genommen. Sie hat mir eines Tages gesagt, hey John, ich möchte mit deiner Cousine Maria reden. Sie ist in Colorado, das ist ziemlich weit weg. Kannst du sie anrufen, wo ich sie auch sehen kann? Sie meinte mit FaceTime oder Skype. Und so ich rufe meine Cousine an und sie war mitten in der Arbeit. Ich habe gesagt, hey, meine Mutter möchte mit dir reden. Hast du auch ein iPhone? Ja, können wir FaceTimen? Ja. So ich habe sie angerufen. Meine Mutter nimmt mein iPad und sie schaut Maria an. Sie sagte, genau so einfach, so schlicht. Maria, ich bin so froh, dass ich dich jetzt sehen kann, weil ich wollte Tschüss sagen, weil ich werde jetzt Abschied nehmen. Und Marias Mutter ist vor einigen Jahren gestorben. Und so, das war die jüngste Schwester von meiner Mutter. Sie sagte, ich werde sehr schnell bei deiner Mami sein. Und ich wollte mich unbedingt von dir verabschieden. Und ich sitze da, ich bin umgehauen mit der Art und Weise, wie sie das getan hat. So, am nächsten Tag, Marianne war auch da, Marianne musste abreisen. Sie sagte zu mir, meine Mama sagte, John, ich würde so gerne, bevor Marianne weggeht, dass wir Abendmahl feiern. Ich sagte, okay, Mom, feiern wir Abendmahl. So, wir alle kamen zusammen. Und ich der Pastor bin, ja, ich sollte das Abendmahl einleiten und ich fange an zu beten und meine Mutter geht so. Und meine Mutter war nie so mit mir, ich war immer der Sohn, ja. Sie geht so. Und in den Worten, jetzt übernehme ich. Dann fing sie an zu beten und sie betete für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder, für ihre Urenkelkinder. Wir waren alle da und dann hat sie für meinen Dienst gebetet. Es war so stark. Am nächsten Morgen, mitten in der Nacht, hatten wir gemerkt, sie atmet nicht so leicht. Und dann innerhalb von 2 Stunden ist sie in die Ewigkeit gegangen. Und das hat mich so imponiert. Das ist nicht meine Botschaft. Aber ich muss dort beginnen, weil das ist letztes Jahr. Ich komme nach Hause nach dieser übernatürlichen Erfahrung und das hat mich geprägt. Und ich habe das an der Gemeinde weitergegeben. Und wir waren in eine Segnung reingekommen und plötzlich Ende April bin ich krank geworden. Mein Herz. Ich wusste nicht, was war los. Und ich landete im Krankenhaus und ich war 6, 7 Wochen außer Gefecht. 7 Wochen. Oh, und ich wusste nicht, ob ich je wieder Kräfte haben würde. Und so, und inzwischen ist alles wieder normal. Und mein Kardiologe ist ganz positiv überrascht. Er sagte, dass ich habe so ein Glück. Und ich sage, nein, ich habe so einen Segen. Ich habe einen guten Draht nach oben. Er lacht auch darüber, aber er ist selber erstaunt. So, ich bin auf einem guten Weg. Aber ich habe gemerkt, im Sommer in unserer Gemeinde ist das alles dann plötzlich als selbstverständlich, keine Begeisterung mehr. Ich meine, wir beten und wir machen und wir tun und wir planen, aber das bewirkt nichts. Und so, ich gehe dann im Sommer in Urlaub, habe ich einen tollen Urlaub gehabt. Wir wollten als Geschwister zusammenkommen. Wir hatten ein Strandhaus in Kalifornien und es war wunderschön. Und meine Tochter mit ihrem Mann war dort und meine Schwestern und wir haben eine sehr schöne Zeit gehabt. Ich komme wieder nach München und zum ersten Mal dachte ich, bin ich am falschen Ort? Ich sagte zu Marianne, ich hatte das Gefühl, ich gehöre nicht mehr hier. Habe ich meine Zeit verpasst?
bin ich zu lang geblieben. Inzwischen bin ich schon jetzt fast 36 Jahre Pastor dort. Und ich habe wirklich gedacht, zum ersten Mal, vielleicht, ich wollte die Gemeinde in den nächsten paar Jahren auf eine neue Leiterschaft, eine neue junge Generation geben. Vielleicht hätte ich das schon jetzt getan. Ich war bis so perplex. Meine Frau ist ein sehr kluges Mädchen. Sie sagte zu mir, John, vielleicht solltest du warten bis Ende des Jahres. Wenn es immer noch so ist, dann müssen wir alles neu überlegen, was wir dachten. Ich habe gesagt, das ist weise, wir tun das. Aber es war zum ersten Mal, als ob ich nicht zu Hause bin. Now, letztes Jahr war für meine Frau ein ganz großes Jahr. Weil letztes Jahr für uns in Deutschland war das Jahr der Reformation. Beate hat diesen Theaterstück geschrieben vor 18 Jahren, das heißt Die Lutherin. Und sie hat das in 45 unterschiedlichen Orten durch ganz Deutschland gespielt. Und das war wirklich ein anstrengendes Jahr, aber ein segensreiches Jahr für Meana. Sie spielte an der Kirchentag, sie war in Wittenberg am Kirchentag und eine Organisation hat Meana gebeten, wieder nach Wittenberg zu kommen und am 7. Oktober die Lutherin zu spielen. Na, das ist ihr Geburtstag. So wir dachten, okay, wir haben es nicht organisiert, wir feiern Meanas Geburtstag, die ganze Familie kommt zusammen und wir alle gehen nach Wittenberg und wir werden dann dort feiern. Und ich bin alleine mit dem Zug gefahren, ich komme langsam zu meinem Predigt. Ich komme nach Wittenberg, und falls du je in Wittenberg gewesen warst, die Hauptstraße von der Hauptbahnhof bis hin zu Karnaks Haus. Und Karnak hat eine Apotheke, das ist immer noch dort, da haben wir übernachtet. Es ist ungefähr 1 Kilometer. Und es hat geregnet, ich war alleine, ich habe einen kleinen Koffer mit mir und ich habe meinen Kappi an und ich gehe die Straße runter, es ist kalt und es regnet und ich komme zu Luthers Haus. Das ist gleich am Beginn von den Stadtgrenzen Wittenberg. Ich komme bei Luthers Haus und plötzlich Gott flüstert zu meinem Herz. Kein bombastisches Ding, kein Erdbeben, kein Blitz vom Himmel, nur ein Flüstern. Wenn du nach Hause gehst, fange an, über das Übernatürliche zu reden. Und mach das wie eine Art Biografie. Rede aus deinem Leben, was ich für dich, das in sich ist übernatürlich. Und das war in einem Augenblick, das ganze Konzept, aha. Und wir werden das beginnen heute Abend, ich habe den ganzen Series ein paar mitgebracht. Das ist 6 Sonntage, habe ich über übernatürlich gesprochen. Aber er sagte ganz spezifisch, mach es wie eine Biografie. Und so, wir werden heute Abend über was ist übernatürlich überhaupt? Wie können wir in den übernatürlichen Welt Gottes leben? Was heißt es wirklich, geistlich zu sein? Weil es geht um das. Weil wir werden sehen, dass Christen können bezeichnet als geistlich. Und ich werde erklären, was ich meine bei geistlich. Nicht Hokuspokus, nicht spooky. Was ist ein natürlicher Christ? Was ist ein seelischer Christ? Was ist ein fleischlicher Christ? Was ist ein Baby-Christ? Und was hat das zu tun mit dem Übernatürlichen? Und dann habe ich persönlich begonnen, zurückzuschauen in mein eigenes Leben. Und ich habe begonnen mit meiner eigenen Geschichte. Und ich dachte an 2 Menschen insbesondere. Und du hast das Foto gesehen, vielleicht zeigen wir das nochmal. Das ist mein Vater und ich. Und ich sehe mehr aus jetzt wie der alte graue Mann. Aber damals, ich bin in dieses Foto, das muss 87 sein. So mein Vater ist vielleicht 68, 69 Jahre jung. Er ist 1918 geboren. Nächstes Jahr wird er 100. Dieses Jahr. Dieses Jahr ist 100. Er hat seinen 100. Geburtstag. Meine Güte. Dad, you got old. Und wir 2 könnten nicht unterschiedlich sein.
Und doch durch Gottes übernatürliche Wirken, er hat mich erwischt. Und für mich, mein Vater war der einzige Mensch auf der Erde, der nie zu Jesus kommen könnte. Ich konnte das nicht vorstellen, dass George, mein Vater, wird eines Tages Jesus Christus kennenlernen. Und als das geschieht oder geschehen ist, ich erzähle das in ein paar Minuten. Zuerst lasst uns einiges anschauen über übernatürlich. Als Gott das mit mir flüsterte, rede über übernatürlich, das Erste, was ich getan habe, ist, ich habe in meiner Bibel nachgeforscht für das Wort übernatürlich. Es existiert nicht. Was war ein Schock. Ich sollte über etwas reden, Gott, die nicht in deinem Buch ist. Und doch, was übernatürlich bedeutet, ist vom Anfang bis zum Ende. Ich habe das sogar gegoogelt. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Die einzige Erwähnung von Übernatürlich ist eine Fernsehserie aus Amerika, Supernatural. That was it. Wikipedia, ich suchte überall nichts, nur diesen Fernsehserie Supernatural. Ich dachte, wait a minute. Ich denke, wenn Gott sagte, rede über übernatürlich, ich sollte über übernatürlich reden, dann habe ich das überlegt. In uns alle ist ein inneres Wissen, dass es gibt mehr von Leben, als was wir nur sehen und anfassen können. Es gibt Menschen, ich rede nicht von Gläubig oder Ungläubig, ich rede von uns als Menschen allgemein. Einige verleugnen das, einige versuchen in anderen Wegen dieses Hunger nach dem übernatürlichen Welt in anderen Wegen das zu finden. Und es ist ziemlich hip heutzutage zu sagen, I'm not religious, but I'm spiritual. Ja? Ich bin nicht religiös, ich bin geistlich. Was meinen Sie mit geistlich? Und ich verstehe ein bisschen mit Religion, weil so oft wir als Gläubigen an Jesus Christus, wir sind verwechselt mit Institutionen. Und Menschen sagen, wenn das ist ein Gläubiger, möchte ich das nicht auch sein. Und wir gehören zu den großen Institutionen namens die Gemeinde oder die Kirche, aber Christus ist nicht die Institution, was Menschen gebaut hat. Es ist eine übernatürliche Institution. Wir nennen das die Familie Gottes. Und es ist nicht eingeschränkt auf diese Gebäude, auf eine Bewegung oder diese Bewegung oder eine Denomination oder eine andere Denomination. Es ist die Familie Gottes. Es ist jeder Mensch, der sagt, Jesus, du bist mein Herr. Wir haben vielleicht die unterschiedlichen Formen von unserer Frömmigkeit, wie wir das ausleben. Aber wir haben dasselbe Glaube an Jesus. Und wenn wir das nur begreifen können, dann können wir Leute helfen zu sehen, wait a minute, ich bin ein geistlicher Mensch, ich bin nicht wirklich religiös. Kann ich nicht sagen, dass ich religiös bin. Ich bin einer, der in einer Beziehung mit der auferstandenen Christus lebt. Und das ist etwas anderes. Ich versuche nicht, meine Frömmigkeit auszuüben, damit ich irgendwie Gott gefallen kann. Nein, ich habe begriffen, Gott hat mich aufgenommen, wie ich war. Und er liebt mich und er liebt dich. Und das macht aus uns Menschen, die in Kontakt mit Gott, den lebendigen Gott, mit Gottes Geist kommen kann. Und das in sich ist übernatürlich. Na, was ist übernatürlich? Das Wort auf Deutsch ist ganz eindeutig. Über den Natürlichen. Etwas, was über unser begrenzten, natürlichen, physischer Welt ist da. Und wir wissen es. Wir kennen es. Du musst nur mit einem Menschen begleiten, die in die Ewigkeit hineinkommst und du merkst, es gibt mehr zu dieses Leben als nur den Jahren, die wir hier haben. Wenn als meine Mutter von uns Abschied genommen hat, als sie weg war, natürlich, du trauerst, dass die nicht mehr da sind, aber der Mensch ist nicht mehr da. Das ist nur eine leere Hülle. Mom is gone.
She left. She checked out. She knew it. Sie wusste eine Woche vorher. Und weißt du, was ganz lustig war? Da waren einige Leute, Verwandten, die sie nicht anrufen wollten. Mom, do you want me to call this? No. I don't want to talk with them. Okay. Das ist dein Wahl, Mom. Ich fand das ganz lustig. Ja, das kann sein, dass einige Menschen verleugnen oder suchen danach auch in den falschen Orten. Aber es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass wir Menschen etwas wahrnehmen, was über dieses Natürliche hinausgeht. Now, Paulus redete von uns in unterschiedlichen Begriffen. Und das eine Begriff, der geistliche Mensch. Lass uns das anschauen. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 1. Er sagte hier, und ich, meine Brüder, könnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit, fleischlichen Menschen, als mit Unmündigen in Christus. Nein, an dem Begriff ein Unmündiger in Christus, Petrus hat dieses Begriff benutzt, Baby in Christus. Wir bedürften Milch, weil wir Babes in Christus sind. So, wir müssen verstehen, dass jeder fängt an, egal in welchem Status, egal in welchem Alter, die wir zu Jesus kommen. Wir fangen an als Babys, geistlich gesehen. Aber Gott möchte, dass wir einen reifen Prozess erleben. Und was macht ein Mensch? Wie kann ein Mensch von ein unmündiger Baby in Christus durch diesen Phase vom fleischlich, ein anderer Ausdruck ist seelisch, ich werde das auch gleich anschauen mit euch, zu einem geistlichen Menschen. Was macht aus uns geistliche Menschen? Weil ohne wirklich ein geistlicher Mensch zu sein, wird die übernatürliche Welt Gottes, Wirken Gottes, uns immer fremd bleiben. Und Gott möchte nicht, dass wir entfremdet sind von der Art und Weise, wie er Dinge tut, weil Gott ist nicht im Natürlichen, er ist über den Natürlichen, er ist übernatürlich. Und er möchte, dass wir beginnen, so auch zu denken, dass wir nicht nur dienen, wir leben mit, wir haben Gemeinschaft mit einem übernatürlichen Gott, der nicht eingeschränkt ist in dieser natürlichen Welt, in denen wir eingeschränkt sind. Und er lädt uns ein, mit ihm unser Leben neu zu gestalten. Aber die Entscheidung, ob wir werden geistlich, darf ich sagen, reif, ein geistlicher, reifer Christ oder nicht, liegt bei uns, nicht bei ihm. Wir alle fangen an als unmündige Babys. So ist es. Aber wir müssen nicht unmündig an Babys bleiben. Und wir müssen auch zurückkommen mit diesem Begriff, fleischlich oder seelisch. Weil ein fleischlicher, seelischer Christ, ich kann euch jetzt definieren, was ich meine, ist einer, der alles messt, alles beurteilt, alles entscheidet, nach seinen eigenen Überlegungen, nach den äußeren Umständen, nach den Gefühlsebenen. Deswegen dieses Begriff fleischlich. Wir haben das Wort auf Englisch carnal. In einem anderen Bereich, Paulus redete über das seelische Christ. Die Seele von uns ist der Ort, wo wir uns beschäftigen mit dieser natürlichen Welt. Und das ist nicht in sich falsch. Aber wenn das die Oberhand gewinnt, Salomo hat es so gesagt, vertraue dem Herrn vom ganzen Herzen oder in deinem Geist und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Er hat nicht gesagt, benutze deinen Verstand nicht. Nein, deinen Verstand solltest du benutzen.
Aber lass nicht dein logisches Denken, dein mitteleuropäischer, ich habe alles in Schachten und ich verstehe alles. Und wenn ich das nicht verstehe, kann ich das nicht begreifen. Wenn das dein Herz besiegt, bleibst du ein fleischlicher, seelischer Christ. Und hier ist, was sehr schade ist. Du verlierst den Abenteuer mit diesem übernatürlichen Gott, mit ihm zu ziehen und Dinge zu erleben, die du selber nie produzieren könntest. Ich kann euch jetzt nachhinein sagen, was passiert ist, als ich Gott gehorchte. Das ist die andere Seite. Nicht nur Gott redet, wir müssen auch tun. Ich habe dieses Wort für mich aufgenommen. Ich habe keinen großen Dings daraus. Ich habe nicht groß daran gedacht. Ich habe immer noch gekämpft. Bin ich in der falschen Ort? Bin ich zu lange geblieben? Ich fange an mit das, was ich euch jetzt bringe heute Abend. Und wir werden über Errettung, übernatürliche Rettung reden heute. Wie Gott wirken kann. Und ich werde meinen Vater in meiner Geschichte als Beispiel benutzen. Nächsten Sonntag. Ich bin immer noch in dem Musikteam. So, ich komme auf die Bühne, hol meine Gitarre, drehe mich um und ich denke, something's wrong. Die Menschen sind schon hier. Nicht normal. Meistens, du musst 3 Lieder spielen, bevor sie reintun. Die sind alle da. Eine Woche danach, eine Woche danach, eine Woche danach. Etwas wurde Es war nicht mein Predigtkunst, es war nicht mein Beten, es war ein Flüstern von Gott, der etwas so freigesetzt hat, die wir es immer noch jetzt erleben. Letzten Sonntag, wir mussten mehr Stühle reinholen. Was mache ich anders? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ich habe nur dieses Flüstern Gott wahrgenommen und auf diesen Flüstern reagiert. Und ich habe einfach die Leute ermutigt, schau über deinen eigenen Grenzen hinweg und schau auf Gott, was er tun kann. Und heute Abend, wir können nicht über alles reden, über natürliche Versorgung, über natürliche Hilfe, über natürliche Befreiung, über natürliche... du kannst deine eigenen Themen ausdenken. Ich habe 6 unterschiedliche Themen. Aber ich habe begonnen mit Rettung. Rettung. Aber lasst uns das hier lesen und dann werde ich euch meine Geschichte erzählen. Wie kann ein Mensch von einem fleischlich oder seelisch oder sogar Babychrist zu einem reifer geistlicher Mensch gehen? Gehen wir zurück ein bisschen in dasselbe Buch, 1. Korintherbrief, Kapitel 2, ab Vers 9. Paulus schrieb und sagte, sondern wie geschrieben steht, und jetzt zitiert er etwas aus dem Alten Testament. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen in dem Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, hat Gott uns aber geoffenbart durch seinen Geist. Sieh, unter dem alten Bund, alles war geheimnisvoll. Alles war in einer Art Schatten. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Bund. Wir haben einen besseren Bund mit besseren Verheißungen. Und plötzlich Paulus sagte, was die damals nicht sehen könnte, wir sehen. Wir verstehen. Weil der Geist Gottes ist uns geschenkt, damit wir wissen. Wir lesen weiter. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen? Deswegen sollten wir nicht einander richten. Du weißt nicht, wie ich ticke. Und ich weiß nicht, wie du tickst. Wir können nur aufeinander beten. Nur der Geist, der in uns weiß ganz genau. Und Gott schaut auf das Herz. Hey? Er schaut nicht auf das Äußere. Wir schauen auf das Äußere. Unser Urteil ist immer falsch. Gott schaut auf das Herz. Und es heißt hier, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Na, schau den nächsten Satz an. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist aus Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Geist, der aus Gott kommt, weiß in Gottes Herz ist und möchte dir das sagen. Oh, du redest über übernatürlich. Es könnte nicht übernatürliches sein.
Und so ich mit meinen eigenen Früchten, gehe ich der Straße in Wittenberg entlang und Gott plötzlich sagt, wenn du nach Hause, ganz schlicht, ganz nüchtern, kein Gänsehaut, gar nichts. Wenn du nach Hause gehst, rede über die Übernatürliche. Dass es eine Wende bringen können. Das ist ein Verständnis für uns alle, wo wir mehr, man sagt auf Englisch Ohr, wir haben mehr Bewunderung, wir sind fasziniert mehr mit Jesus als je zuvor. Es war übernatürlich. Weil der Geist Gottes weiß, was in den Herzen Gottes ist. Und das ist so cool. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, so dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Gott möchte, dass wir diese Dinge begreifen. Na, wie? Das ist das Allerentscheidende. Und davon reden wir. Nicht in Worten, die von menschlichen Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind. Daher kommt das wichtigste Satz. Indem wir Geistliches geistlich beurteilen. Lass mich das erklären von einer anderen Übersetzung. Indem wir geistliche Gedanken mit geistlichen Worten beurteilen. Okay, was meinst du? Paulus sagt hier, wenn wir geistliche Denkgut mit geistlichen Worten erklären, dann können wir beginnen zu begreifen, was uns alles gehört, was uns zusteht, was Gottes Herz ist für uns, weil der Geist Gottes weiß, was in Gottes Herz ist. Und wisst ihr, wie du diese geistlichen Worte findest? Ich benutze mein iPad heute Abend, aber es ist dieselbe Bibel. Okay? Hier. Gottes Wort ist Gottes geistliche Denkgut. Und wenn wir beginnen, nicht unser natürlicher Verstand, nicht unsere Erfahrung allein, nicht unsere Gefühlsebene als Maßstab von anderen, sondern wir kommen mit einem offenen, belehrbaren Herzen zu Gottes Wort und wir sagen, wir lernen Gottes geistliche Denkgut mit Gottes Wort und wir lassen das uns neu formen. Dann gehst du von unmündiger Baby, seelisch, fleischlicher zu ein geistlicher Mensch. Du bist nicht Hokuspokus, du bist nicht spooky, du musst nicht auf den Deckel tanzen. Du kannst ein ganz normaler Mensch sein, aber doch, du tickst anders, weil das Wort Gottes beginnt dein Leben neu zu formen. Das ist die Auszeichnung von einem geistlicher Mensch. Und das ist alles, was Gott braucht. Es ist sein Volk, dass wir werden reifer, ein reifer Prozess erfahren. So wenn Gott flüstert, wir sagen nicht, was ist los mit dem Wetter heute? Es ist einmal passiert, du kannst es lesen in den Evangelien. Gott redete vom Himmel, das ist mein Sohn, hör, was er sagte. Und einige haben gesagt, es hat gedonnert. Wir Christen tun das bis heute. Wir Christen manchmal geben uns zufrieden mit so viel weniger, als was Gott uns geben möchte, weil entweder wir können das nicht begreifen oder wir haben einmal gebetet und einmal versucht und wir waren enttäuscht, so jetzt sitze ich in meiner Enttäuschung den Rest meines Lebens. No! Es gibt so viele Dinge, die ich selber auch nicht einordnen kann, aber ich höre nicht auf, nach vorne zu gehen, auf Jesus zu schauen, wissend. Das, was Gott in seinem Herzen hat, möchte der Geist Gottes mir zeigen und er wird mir das beibringen. Auch wenn ich ein bisschen dick hier oben bin, er wird mir das beibringen. Ich muss nur dranbleiben. Ich muss nur erwarten. Übernatürlich. Übernatürlich. Das Wort Gottes ist geistliche Gedanken. Gottes Gedanken, die den Menschen gegeben wurden. Weil jede Schrift ist von Gott, es heißt eingegeben in der Schlachterübersetzung, aber es bedeutet wortwörtlich eingehaucht. Was für ein Hammer. Du denkst an die Schöpfung.
Adam wurde genommen, aber er lebte nicht, bis den Odem Gottes in ihm hineinkam und Gott blies in ihm dieses Odem des Lebens und er wurde ein lebendiger Seele. Das ist dasselbe, was Gott hier getan hat. Es ist eingehaucht. Ja, Petrus und Matthäus und all der Rest und Daniel, die haben das alles aufgeschrieben, aber es war nicht, was sie mit ihrer Kugelschreiber geschrieben hat. Es war das Haupt Gottes, die ihre Hand bewegte. Und dieses Wort, Jesus sagt, mein Wort ist Leben und es ist Geist. Und wenn wir dieses Wort ernst nehmen, wenn wir dieses Wort zu uns nehmen, wir kommen aus den seelischen, natürlichen, eingeschränkten Welt und wir kommen in einen Bereich, wo plötzlich wir merken, es gibt eine Menge mehr um mich herum, als was ich nur sehen kann. Das nennt die Bibel ein reifer, geistlicher Mensch. Und es ist ein Prozess, dass wir lernen, mit das umzugehen. Und vom Himmel zu hören. Und vom Himmel zu hören ist nicht von draußen. Das ist ein bisschen von morgen, ein bisschen Werbung. Für die kommen, ihr seid am richtigen Ort. Wenn Gott redet, ist es meistens hier. Ich habe das nicht hier draußen gehört. Vielleicht habe ich einmal in meinem Leben etwas außerhalb meiner eigenen inneren Wesen etwas gehört. Aber wenn Gott redet, ist es dieses Flüstern. Wenn du nach Hause gehst, rede über die Übernatürliche. Und benutze dein Leben als Beispiel. Okay? Was es bewirkte? Der zweite Sonntag, der dritte Sonntag war dasselbe, der vierte Sonntag war dasselbe. What is wrong? It's not normal. Die Leute kommen früh. Du kannst sie nicht mehr wegjagen. What's happening? Selber Pastor, selber Predigt, selber Bemühung. Ja. Weiß ich nicht. Ein Hauchen Gottes. Aber ich glaube, ein Funken von was ich begonnen hat zu sehen, ist rübergesprungen an der Gemeinde. Und gemeinsam, plötzlich, trotz aller unserer Herausforderungen, das heißt nicht, wir hatten nicht Herausforderungen erlebt und Dinge, die wir überwinden mussten, all das, aber etwas ist anders. Etwas ist anders. Auch wenn wir das selber nicht durchblicken, das gibt eine Einstellung von Gott ist am Wirken. Auch wenn wir sehen das nicht und wir fühlen das nicht und wir verstehen, Gott ist am Wirken. Er ist übernatürlich. Er ist für uns. Er liebt uns. Und wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Und diese Art von einfachen Ohrglauben ist wieder lebendig geworden. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr hört meine Geschichte und die Geschichte von meinem Vater jetzt, ihr werdet sehen, Gott kann Himmel und Erde bewegen, um das zu erreichen, was er erreichen möchte. Und Gott möchte Menschens Herzen erreichen. Und er ist mehr als fähig, das zu tun. Und oftmals, wir können das nicht sehen, wir können das nicht verstehen, aber er tut das. Schaut das an und dann sage ich euch meine Geschichte. In Vers 14, wir lesen ein bisschen weiter, 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. Hier redet er von der seelischen Mensch oder der gefühlsgetriebene Mensch. Ja? Der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist. Now that's our problem. Sieh, wenn es heißt seelischer Mensch, der redet nicht vom Sünder, er redet vom Christ, der nur sein logisches Denken vertrauen kann. Der nur wirklich glauben kann, was er sieht in dieser natürlichen Welt. Das ist ein seelischer Christ. Nenne ihn fleischlich, nenne ihn unmündig, nenne ihm ein Baby, nenne ihm einen seelischen Christ. Alles dasselbe. Und wir alle fangen so an. Du kommst nicht rein in diese Sache namens Christsein und plötzlich bist du geistlich. Es ist ein Prozess, wo du beginnst, Jesus zu kennen, sein Wort zu kennen, seinen Gedanken zu kennen, was ihm gefällt zu kennen. Und du beginnst das umzusetzen in dein Leben. Und du wächst und du wächst. Und irgendwann wirst du wirklich zu einem Punkt kommen, wo du merkst, wow, I'm not the same. Ich bin nicht mehr dasselbe.
Vielleicht bin ich vom seelisch zu geistlich geworden. Und du wirst es selber ziemlich schnell merken, wenn du beginnst plötzlich ohne Mühe, ohne dass du rennst und holst deine Bibel, du beginnst in jeder Situation des Lebens zu überlegen, was hat Gott gesagt? Situation ist das, aber was hat Gott gesagt? Was hat Gott gesagt? Was hat sein Wort? Was war seine Verheißung? Und wenn das am Anfang, du musst dich anstrengen, gebe ich zu. Aber irgendwann, es gibt einen Punkt, wo plötzlich für mich die natürliche Gedanken zu überlegen, das logische Denken muss ich selber ein bisschen erarbeiten, weil es ist nicht ein Teil von mir. Und ich weiß nicht, wann dieses Prozess stattgefunden hat. Aber irgendwann plötzlich für mich das Erste, was egal in welcher Lebenssituation, mein erster Gedanke ist, Gott, was hast du darüber gesagt? Oder ich denke an eine Aussage oder eine Geschichte aus der Bibel. Und dann beginne ich meine Situationen und die Entscheidung, die ich jetzt treffen muss, aus einer anderen Perspektive zu machen. Und das heißt nicht, ich nehme mein logisches Denken und schmeiße es weg. Als ich merkte, dass ich nicht mehr atmen könnte im April, ich bin zum Arzt gegangen. Natürliche Überlegung, eine kluge Überlegung. Und dann hat er alles angeschaut und alle Dinge getan und sagte, du gehst gleich ins Krankenhaus. Und dann hörte ich alles, was die Ärztin da sagte, aber die ganze Zeit, ich dachte an, was hat Gott gesagt? Mein erster Gedanke war, I'm not finished. Ich bin noch nicht fertig. So, okay, Gott, du hast eine Lösung hier. So, ich habe die natürliche Weisheit von den Ärzten, weil die wollten mein Bestes haben. Und ich habe das verbunden mit meinem Wissen, wer mein Jesus ist der Herr mein Arzt. Und ich habe das verbunden mit Gebet. Und viele Menschen haben für mich gebetet. Und ich habe auch den gesunden Menschenverstand benutzt. Ich habe Ruhe gehabt. Ich habe mich ein bisschen, ich habe sogar etwas begonnen zu tun, das jetzt ich tue. Das ist selten, dass ich stehe. Ich setze mich hin jetzt. Ich habe das nur aus Not gemacht, weil mein Arzt hat gesagt zu meiner Frau, er kann beginnen wieder zu arbeiten, aber er muss sich nicht mehr anstrengen. So meine Frau sagte, du darfst wieder predigen, das ist nach 6, 7, 8 Wochen, aber du musst dich hinsetzen. Dann habe ich begonnen, mit einem Barhocker auf der Bühne hinzusetzen und ich habe gemerkt, die Leute hören besser. So, wenn du uns besuchst am Sonntag, sei nicht überrascht, ich setze mich hin. Ich habe das Gefühl, ich bin der alte, weiße Mann und ich setze mich hin und die Menschen hören. Und wenn das hilft, Menschen Gottes Wort zu bekommen, Halleluja. Aber inzwischen stehe ich immer wieder auf. Kann es nicht zurückhalten. Der seelische Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. That's the problem. Man sieht den Natürlichen und man schränkt Gott ein. Statt den Natürlichen wirklich anzuschauen, aber dann Gottes Verheißung im Licht von deiner Realität anzuschauen. Es gibt eine Aussage im Römerbrief, wir werden das nicht alles anschauen können heute Abend, aber es gibt eine Aussage über Abraham. Und es ist fast, wenn du das liest auf Deutsch und auf Englisch, du musst wirklich hineingraben in den Urtext, wirklich zu sehen, was es heißt. Weil ich glaube, es heißt so in etwa, als Abraham seinen versterblichen Leib anschaut, wurde er nicht schwach im Glauben. Und wortwörtlich es heißt, als er seinen sterblichen Leib anschaute, wurde er nicht schwach im Glauben. In anderen Worten, er hat nicht seinen natürlichen Körper oder Sarah nicht außer Acht gelassen. Er schaute sich selber, er schaute seine Frau an. Er sagte, Gott, siehst du, wie alt wir sind? Und im Licht von sein Schauen, er schaute den Verheißung Gottes an.
Und dieses über der natürlichen Wahrheit, du wirst einen Sohn bekommen, hat mehr Kraft für ihn, als was er sah in den Spiegel. Menschen manchmal glauben, dass sie handeln im Glauben. Aber was sie tun, ist, sie suchen einen Notausgang aus der Realität. Der Glaube schaut die Realität an. Ich schaute den Bericht von mein Herz an. Ich habe gehört, was sie sagten, als ich einen Katheter bekommen habe. Und ich, oh, das schauen wir deine linke Kammer, das schauen wir eure rechte. Das ist ganz komisch. Ja? Nichts ist Falsches, alles ist okay. Und ich sage, Halleluja. Aber das habe ich alles. Ich habe das nicht verleugnet. Ich habe alles mitgemacht, was sie mit mir machen wollte. Aber immer für mich. Einen übernatürlichen Gott. I'm not finished. Gott wird mich wiederherstellen. Und das ist dasselbe für dich. Jetzt komme ich so. Lesen wir das zu Ende, dann komme ich zu dem Punkt. Der geistige Mensch aber erforscht alles. Sie, das ist etwas über uns geistliche Menschen. Ein wahrer geistiger Mensch ist neugierig. Du hörst nie auf zu lernen. Sobald dass du alle Antworten hast, bist du übergeistlich. Du bist einen Schritt zu weit gegangen. Weil ein geistlicher Mensch forscht alles, weil er weiß, ich habe noch nicht alles begriffen. Ich kann jeden Tag etwas Neues lernen. Sobald wir glauben, wir können von keinem anderen, von niemandem mehr lernen, wir haben ein Problem. Der geistige Mensch, er erforscht alles. Er ist neugierig, er möchte lernen. Er selbst aber jedoch wird von niemandem erforscht. Wir bleiben ein Rätsel. Ich verstehe ihn nicht. Das ist gut, ich verstehe mich auch selber nicht manchmal. Denn wer hat das Herrn Sinn erkannt, dass er ihn belehre? Fragezeichen. Wir aber haben Christi Sinn. Wo haben wir God's thoughts, Christi Sinn? Hier. Wir haben ein Buch voll von Gottes Gedanken oder Christi Sinn. Wie Gott tickt, ist hier für uns. Wow. Der geistige Mensch, er ist ständig, er ist neugierig. Ich möchte wissen, wie Gott tickt. Und dann wirst du eine Menge lernen über, wie du tickst. Und was Gott in dir verändern muss und in mir verändern muss. Und dieses Prozess hört nie auf. Ein letzter Gedanke, das müssen wir sehen. Weil ein geistiger Mensch schaut auf das Unsichtbare. Das ist komisch. Wie schaut ein Mensch auf etwas, was man nicht sehen kann? Aber doch, das tun wir. Schauen wir das an. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18. Und uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare, es ist zeitlich, es ist begrenzt, es ist natürlich, es ist nicht das letzte Wort. Aber das Unsichtbare, das ist ewig. Na, wo schauen wir das Unsichtbare an? Hier. Gottes Wort gibt uns Einblick in dieses übernatürlichen Welt. Das, was andere Menschen nicht sehen können, wir können sehen. Und Gott hat uns gezeigt, wie wir es sehen können. Und die Entscheidung liegt bei uns. Wir können ein Baby bleiben. Und das ist schon eine Tragödie, wenn du schon 30 Jahre in der Gemeinde bist und wir müssen immer noch dein geistlicher Windel wechseln. Oh, fürchterlich. Du kannst ein seelischer Mensch, das heißt einer, der alles versteht, alles weiß, aber im Grunde genommen, du hast Gott eingeschränkt auf was du verstehst. Das ist auch schade. Oder du kannst ein geistiger Mensch sein, in dem du nie wirklich alles verstehst. Du bist immer an Erforschen, aber du weißt, wo du hingehst. Du weißt, Gottes Wort gibt uns Gottes Gedanken. Wir haben Christi Sinn. Die Entscheidung liegt bei uns. Ich möchte euch ermutigen. Seid geistliche Menschen, weil es gibt eine übernatürliche Welt. Na, lasst mich euch erklären von meiner übernatürlichen Welt. Paulus hat einmal geschrieben im Römerbrief, ich schäme mich nicht wegen des Evangeliums, weil es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeder, der glaubt. Für jeder.
Ich habe das nicht für mich selber geglaubt, für meinen Vater konnte ich nimmer das glauben, aber dank sei Gott, Gottes Gedanken ist anders als unsere Gedanken. Bei mir war das so, als ich zu Jesus kam, war ich so weit weg von Gott, wie du nur vorstellen kannst. Ich lebte nur für mich. Ich war Musiker, lebte in Kalifornien. Einige von euch haben meine Geschichte gehört. Ich wollte nichts anderes sein als reich und berühmt sein und lass mich in Ruhe. Ich bin Künstler. Und ich dachte, wie jeder andere Künstler, oder die meisten Künstler, die Universum dreht sich um mich. Und ohne mich, was würde die Menschheit haben? Aber ganz bescheiden, ja. Und dann ist etwas Radikales passiert. Es fing an mit einem neuen Bassist, der plötzlich an dem Tag, bevor er zu uns kam, in einen Hauskreis Jesus in sein Leben eingeladen hat. Und kam für den Vorspiel und weil wir suchten einen neuen Bassist und wir wollten ihn haben, aber er kam mit seiner Bibel und Jesus. Was ist diesen Kram? Und dann fängt an, dass der Nächste hat angefangen zuzuhören. Und dann der Nächste. Und plötzlich war das so ein Bibelkreis in unserer Probe. Ich dachte, die haben zu viel Drogen genommen. Und ich habe gesagt, I'm out of here. Vergesst es. Das ist nichts für mich. Ihr seid alle religiöse Spinner. Und diese waren meine alten Schulfreunde. Diese Freunde hatte ich gekannt. Michael habe ich gekannt, seitdem ich in der 6. Klasse war. Wir sind zusammen aufgewachsen. Aber jetzt haben wir nichts gemeinsam. Ich wollte mit ihm nicht mehr reden. Die spinnen alles. Ich wollte Rock'n'Roll spielen. Ich wollte berühmt sein. Und was ist das mit der Bibel und Bibelkreisen? Dann haben sie angefangen, 2 Dinge zu tun. Mich Briefe zu schreiben. Und die waren nicht immer so kluge Briefe. Turn or burn, you're gonna go to hell. Die haben versucht, mich zu warnen. Ja? Die hatten recht gehabt, aber nicht so viel Weisheit. Aber dann haben sie immer komische Sätze. Wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Solche Dinge mit mir geteilt. Und ich habe die Briefe gelesen und Spinner. Ich brauche keine Krücke. Diese Menschen brauchen Krücken. Ich weiß nicht, was ist passiert mit denen, aber ich bin stark. So dachte ich. Und ich ging meinen eigenen Weg. Mein Leben ist noch dunkler und dunkler geworden. Ich habe Dinge getan und ich bin in ein Loch gefallen, wo ich selber nie dachte, dass ich dorthin lande. Aber die haben ein zweites Ding getan. Nicht nur mit mir geteilt, was die erlebt haben. Die haben jeden Abend ein Gebetstreffen. Und in diese Gebetstreffen standen sie in der Küche von meinen Freunden. Und wenn ich würde euch die ganze Geschichte erzählen, die haben nicht nur für John gebetet, sie waren auch dabei für eine Frau in Deutschland, Mariana, zu beten. Jeden Abend, die haben für uns beide gebetet. Aber wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, die einmal in München einmal gewesen war und hat Mariana kennengelernt. Und sie hat genauso diese komischen Briefe bekommen. Mariana, du musst gerettet sein. Mariana dachte, diese Amerikaner, was wollen sie? Errettet von was? Ich wusste nicht, dass ich verloren war. Ja, verloren von was? Aber sie haben gebetet. Und ich sage euch, was es bewirkte in meinem Leben. Eines Abends ging ich ins Bett. Es war heute wird die Universum für mich erleuchten oder ich bin am Ende von meinem Leben und ich werde sterben. No, ich ging ins Bett und wollte schlafen. Und Jesus ist in mein Zimmer gekommen. Ich habe ihn nicht ganz gesehen, ich habe nur seine Stimme gehört. Er hat meinen Namen genannt und ich habe seinen Arm gesehen. Und in seiner Hand war ein Schwert. Und er sagte, John, heute Abend bin ich zu dir gekommen, weil du musst heute eine Entscheidung treffen. Und er sagte, du bist gebunden in Ketten, nimm diesen Schwert und brech diese Ketten. Und ich schaute runter und ich war umgeben mit Ketten. Und dann merkte ich, es war ein dritter Wesen in diesem Zimmer. Und ich wusste, ich habe mich umgedreht und ich habe diese Wesen gesehen. Es war Hass pur. Ich wusste, es ist der Teufel. Und ich wusste, wenn ich heute Abend diese Entscheidung nicht treffe, es ist außen vorbei für mich. Wusste ich das?
So, ich habe diesen Schwert genommen, den Ketten gebrochen und dann habe ich diesen Schwert gegen diesen Wesen, was inzwischen wusste ich, war der Teufel, geschmissen, denn plötzlich hatte ich Angst. Und ich wusste, wow, ich habe gerade Krieg erklärt. Weg von hier. Na, ob ich am Schlafen war, ob das eine Vision war, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gesagt, weg von hier. Und plötzlich etwas packte mich hier, mein Hemd. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht frei wäre, ich bin verloren. Und das Einzige, was ich dachte in dem Moment, war ein Satz aus diesen Briefen. Wer immer den Namen des Herrn anrief, wird gerettet. Und ich habe nur Jesus 3-mal gerufen. Und das 3. Mal bin ich plötzlich aufgestanden aus meinem Bett. Ein Freund, er hat seinen Schlaf, wir waren 3 Leute in einem Haus und der Mann, der diesen Haus besitzte, er war Heroin-Dealer, so das ist kein heiliger Ort, ja. Ja, der Steve-O und mein Freund Jackie, mein alten Schulfreund, der mich gefolgt hat nach Kalifornien, er war in das nächste Zimmer. Und plötzlich er sagte, John, what's going on? Was ist hier los? You're freaking me out. Etwas ist in diesem Haus. Und ich habe ihm gesagt, ich kann nicht darüber reden. Ich habe am nächsten Tag, weil ich hatte kein flüssiges Geld, ich habe ein Ticket für einen Bus gekauft. Und ich bin von L.A. nach in der Nähe von Boston. Das ist ungefähr 5000 Kilometer. 72 Stunden an diesem Bus gesessen. Weil ich war so perplex, weil ich wusste, das war real. Ich wusste innerlich, ich bin nicht mehr dasselbe, aber ich wusste nicht, wie ich mit das alles anfangen könnte. So, ich bin zu meinen Freunden gegangen, die jetzt inzwischen wieder in meiner Heimat lebte. Und ich bin zu der Tür gegangen, habe ich an der Tür geklopft. Die machen es auf und sagen, endlich bist du da. Ich sagte, endlich? Ich habe niemandem gesagt, dass ich komme. Sie sagen, na, für 3 Tage, Jesus hat uns gesagt, dass du unterwegs bist. Und nicht nur das, du möchtest etwas. Ich sagte, ja, ich möchte etwas. Ich möchte, was ihr habt. Was ist mit mir passiert? Und dann haben sie gelacht. Ich sagte, ihr lacht? 3 Tage an einem Bus und ihr lacht. Ich sagte, John, du bist von Neuem geboren. Ich sagte, von Neuem, was? Dann haben sie mir meine erste Bibel gegeben und hat mir erklärt, was Jesus sagte in Johannes Kapitel 3 mit Nikodemus. Da war der Beginn für mich. So, gehen wir zurück zu das Foto. Dann bin ich irgendwann der Profi-Preacher. Young man, Preacher, man. Damals überall in der Welt, über 30 unterschiedliche Länder habe ich gepredigt. Und natürlich, als Christ, du betest für deine Familie, oder? Und ich habe für meine Familie gebetet, ich habe für diesen Mann gebetet, aber ich habe nie wirklich geglaubt, dass er gerettet sein könnte. Er war zu dickköpfig, hartherzig. No way, George, forget it. Lass mich euch erklären, was ist mit ihm passiert. In Silvester 1985, Marianne ist hochschwanger, meine Tochter ist am 2. Januar geboren. Meine Eltern sind gekommen ein bisschen eher. Eigentlich der Termin war der 27. Dezember. Aber wir haben gebetet, Gott, weil im Januar, 1. Januar 1986, der Bundesregierung hat sich entschieden, dass die wir ein Elterngeld austeilen. 600 D-Mark damals für 10. Das ist 6.000 D-Mark. Also ich habe gesagt, Gott, es ist okay, wenn sie kommt in den neuen Jahr, wenn es dein Plan nicht stört. So. Ob das ist der Grund, warum sie am 2. Januar kam oder nicht, aber mindestens habe ich so geglaubt. Und so an Silvester, wir hatten einen Gottesdienst. Und bei uns damals, wir hatten immer kurz vor Mitternacht Abendmahl gefeiert. Und meine Tradition ist, wenn ich das Abendmahl feiere mit der Gemeinde, ich sage immer, wenn du kein Christ bist, nimm das nicht. Aber Paulus sagte, wir essen und trinken einen Urteil, Gericht über unser Leben. Das ist eine ernste Sache. Aber wenn du dein Herz überprüfst, wenn etwas ist, mach es rein und ess und trinke, weil es Heilung und Wiederherstellung im Tisch des Herrn.
So, das ist, wie ich das tue. Und wenn du hier bist und du hast Jesus noch nicht in dein Herzen eingeladen, well, das ist der Moment. Und dann kannst du mit uns essen und trinken. So, ich bin an dem Morgen beim Vorbereiten, beim Beten, ich bin beim Rasieren und plötzlich dieser Flüster Gottes. Er sagte, heute Abend, dein Vater wird gerettet. Ich sagte ich sage es, wie es war. Ich sagte, das glaube ich nicht. Jesus' Antwort hat mich umgehauen. Er sagte, es ist egal, was du glaubst, du wirst es sehen. Now, damit ihr weißt, dass es passiert ist, ich bin gleich zu Miana gegangen. Und ich sagte, Miana, du wirst nicht glauben, was Jesus mir gerade sagte. Er hat mir gesagt, dass mein Vater wird heute Abend gerettet. Na, jetzt hat er gesagt. Ich habe außer Miana niemandem gesagt. Mach mein Ding an dem Abend, habe ich mein Rede gehalten und dann habe ich gesagt, wenn jemand hier ist und du hast Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen, der erste und einzige Mensch war George. Er steht auf, stand direkt vor mir und sagt, ich möchte. So viel zu meinem großen Glauben. Ja, jetzt wird es wirklich gut sein. Vergesse nicht, wir reden über Übernatürlich. Was ich erlebt hatte, war nicht nur übernatürlich, es war spektakulär. Gebe ich zu. Dann komme ich zu George, ich dachte, er ist außerhalb Gnade. Ja? Weil ich kannte meinen Vater, er ist außerhalb Gnade. Und jetzt steht er vor mir. 4 Monate später, ich war in Amerika beim Besuch und ein alter Freund, Dr. Ed Cole, war in meiner Heimatgemeinde für ein Men's-Meeting. Hat einen sehr berühmten Dienst damals in den 80er Jahren mit Männerarbeit. Und wir waren, ich weiß nicht, vielleicht 200 Männer, alle zusammen für diesen Frühstück mit Dr. Cole. Und Dr. Cole sagte, bevor wir beginnen heute Morgen, möchte ich jemand etwas sagen. Na, ich sitze da mit meinem Vater. Plötzlich mein Vater hat seine Hand gehoben. Na, eines muss ich sagen über meinen Vater, er war unberechenbar. Du wusstest nicht, was aus seinem Mund kommen könnte. Und ich bin der Profi-Pastor. God, please, erlaub nicht, dass er mich blamiert jetzt, dass er etwas Dummes sagt. Oh Gott, bitte erbarme dich, ja. Und du hattest nie. Und er war so ein Kerl. Ich lüge nicht. Egal, wo wir hingereist waren. Es könnte Rom sein, es könnte in Deutschland sein, es könnte in Tulsa, Oklahoma sein. Mein Vater sitzt in einem Restaurant und sagt, dieser Mann kenne ich. Sagte, Dad, wer in Tulsa, Oklahoma, du kennst ihn nicht. Plötzlich der Mann steht auf und sagt, George, wo bist du gewesen? Wir waren in Rom. Wir sitzen in einem Restaurant. Er sagte, ich kenne diese Person. Dad, du kennst diese Person nicht. Ja, ich kenne ihn. Und dann mein Vater steht auf, geht auf ihn zu. Der Mann kannte ihn. Ja, George. Er war einer, die man nie vergessen hat. Er war Ordner, 20 Jahre lang in meiner Heimatgemeinde. Und er war berühmt. Er hat einmal der Pastor gesagt, wenn ich dich nochmal erwische, so schnell auf diese Gelände zu fahren, ich werde dein Auto von dir wegnehmen. Das sind Kinder in dieser Gemeinde, du fährst langsamer. Meine Mutter ist, du kannst zu der Pastor nicht so reden. Es ist egal, wer er ist, er sollte langsam fahren. Und mein Vater, er könnte das sagen und niemand hat ihn mehr übergenommen. Die haben ihn noch mehr geliebt. Bei seiner Beerdigung, da waren 500 Menschen. Und ein Sohn von dem Pastor, er hat diese Geschichte erzählt bei der Beerdigung. Er sagte, ich werde nie vergessen, ich war weg von Gott, wollte nicht, dass mein Vater sieht, dass ich in den Gottesdienst bin. Ich bin oben auf dem Empor. Und er sagte zu mir, dein Vater war der Ordner da oben. Und als mein Vater, der Pastor, fertig war mit seinem Predigt, er sagte, wer Jesus empfangen möchte, hebt deine Hand hoch. Und ich habe meine Hand hochgehalten. Und dann hat er gesagt, okay, alle, die diese Entscheidung getroffen haben, kommt bitte nach vorne. So, mein Vater geht auf den jungen Mann zu. Er macht genauso. Hey, hast du nicht deine Hand hochgehoben? Ja. Hast du nicht den Mann gehört? Steh auf und geh runter. Und er sagte, in dem Moment ist etwas in mein Herz gebrochen.
Und ich habe wirklich Jesus wieder erlebt. Und er ist aufgestanden und ist nach. So war mein Vater. Er ruft mich an einmal und er sagte, John, du hättest es sehen müssen heute in der Gottesdienst. Ein Mann ist eingeschlafen. Er hat seine Hand über seinen Kopf und er legte so und ich habe meinen Finger genommen und ich habe seine Hand weggenommen und er ist plötzlich wach und ich habe ihm gesagt, hey, wenn du schlafen möchtest, geh nach Hause. Wir kommen hier, um Gottes Wort zu hören. Der Mann hat nie einen Gottesdienst verpasst danach. That was George. Er Christ. So here we are. Ich habe Angst. Ed Cole kennt mich. Er hat bei uns gepredigt auf der Glaubenskonferenz. Was wird mein Vater jetzt sagen? Er sagt Folgendes. Ich werde es nie vergessen. Er sagte, ich möchte sagen, warum ich hier bin. Es ist nur wegen meinem Sohn. Er sagte, ich habe ihn 10 Jahre lang beobachtet. Und ich dachte, wenn Jesus wirklich einen Mensch so verändern kann, kann er mich ändern. Wow. Und ich habe etwas gelernt an dem Tag. Gott ist übernatürlich. Und Gott kann retten. Spektakulär. Oder nur, dass mein Vater, ohne dass ich das wusste, mich beobachtete. Ständig beobachtet und hat gefragt, ist das real? Echt? Ist das nur eine Phase? Und dann hat er so in meinem Leben, ohne dass ich etwas vorspielte, hätte ich das gewusst, das hätte mir zu viel Druck ausgesetzt. Ohne dass ich wusste, diese Beobachtung. Sehen, manchmal wir schränken Gott ein, was er tun kann durch unser Leben, weil wir sind so beschäftigt mit unserem eigenen Kram und wir vergessen, Menschen schauen auf uns. Und alles, was wir tun müssen, ist lernen, was es heißt, ein geistiger Mensch zu sein. Heißt, dass wir immer wissen, was wir... No, wir haben nicht immer die Antwort, wir erforschen alles, aber wir haben nicht immer alle Antworten. Wir haben nicht immer die richtige, machen nicht immer die richtige Entscheidung, aber wir ernsthaft immer schauen auf Jesus. Wir wollen ihn kennen. Wir wollen geistige Worte, mit geistige Gedankengut, mit geistigen Worten immer lernen, immer zu uns nehmen. Und Menschen merken, das ist übernatürlich. Was Gott für meinen Vater getan hat, war nicht spektakulär. Für mich es war. Aber es war nicht äußerlich spektakulär, aber es war genauso übernatürlich, als was er in meinem Leben getan hat. Und all das möchte ich euch ermutigen. Sei es in deinem Umgang mit Menschen oder egal in welcher Herausforderung du dich jetzt befindest. Schränk Gott nicht ein zu den Natürlichen. Er ist über den Natürlichen. Und du bist berufen, auch in den übernatürlichen Welt zu leben mit ihm. Und manchmal, du weißt selber nicht. Manchmal die Dinge kommen, wie diese Botschaft. Wenn du nach Hause gehst, rede über übernatürlich. Okay, gute Gedanken. Dass es so eine Auswirkung hat. Für uns als Gemeinschaft hatte ich nie nimmer selber gedacht. Ich bete, es selber passiert hier. Passiert in dein Herz heute Abend. Egal, ob du am Beten bist für deine Kinder oder deine Eltern oder Menschen, die ihr kennt. Oder es ist für Versorgung, die du brauchst. Oder Probleme, die du beheben musst. Oder Gesundheit. Egal, was es sein mag. Erstens, Gott hat einen Gedanken für deine Situation. Forsche es auch aus. Zweitens, Gott ist nicht begrenzt auf diese natürlichen, fassbaren Welt. Wir sind die Menschen, die auf das Unsichtbare schauen, weil das ist ewig. Und Gott lädt uns ein, Dinge von einer anderen Perspektive. Weil das hier ist nicht der ganze Sinn der Sache. Das ist nur eine Zeitspanne.
Es ist nur eine kurze Zeitspanne. Und es hat gute Momente und herausfordernde Momente. Aber es gibt die Ewigkeit, die unser Zuhause ist. Und wenn du beginnst, die Ewigkeit im Blick zu haben, plötzlich Entscheidungen fallen anders aus. Weil Dinge haben eine andere Wertigkeit, Dinge haben eine andere Bedeutung. Wenn man redet von forever, immer und ewig, als nur eingeschränkt. Was hilft mir jetzt? Und zu oft, wir Christen, wir verkaufen etwas oder wir kaufen etwas aus, was uns jetzt hilft. Aber wir verlieren etwas, was uns ewige Belohnung und ewige Freude bringt. Aber ich denke, wenn wir werden lernen, eine andere Sichtweise zu haben, und dann Gott überrascht dich, und dann erlebst du etwas oder Ähnliches, was ich erlebt habe mit meinem Dad. Ich war so geschockt, als er das sagte. Ich habe ihn 10 Jahre lang beobachtet. Und ich habe dann gedacht, wenn Jesus ihn ändern kann, ich kann mich auch ändern. Und ich werde euch, ich werde abschließen mit einem Lied, die ich geschrieben habe über diesen Abend, wo Jesus zu mir kam. Das heißt Long Road to Heaven. Aber eins muss ich euch sagen. Ich wusste immer, dass mein Vater mich liebte. Und mein Vater war typisch für seine Generation. Er war beschädigt von dem Zweiten Weltkrieg. Er war in der zweiten Welle, das heißt die zweite Stunde am D-Day, von der Invasion in Normandie bis hin zu Belgien, bis hin zu Frankreich, zu Norditalien und dann bis hin nach besatzte Deutschland. Er hat das alles miterlebt. Und wie alle in seiner Generation, die haben nie darüber gesprochen. Aber er tickte nicht mehr richtig. Er war nicht mehr derselbe Mensch. Nur später im Leben kann man das ein bisschen verstehen und was ein solcher Stress ein Mensch, was es ausmacht. Aber all das, als wir Kleinkinder waren, wir haben das nicht verstanden. Und ich wusste, dass er mich immer liebte. Aber er hat es nie gesagt. Bis den Abend an Silvester, am 25. 1985, an Silvester. Nachdem er Jesus in seinem Herzen eingeladen hat, ich habe eins gleich gemerkt, wir hatten nie ein Gespräch, sei es am Telefon, sei es miteinander, beendet, ohne zu sagen zueinander, I love you. Das war für mich schlagartig. Vielleicht konnte er das vorher nicht sagen, jetzt plötzlich, I love you. Auch wenn wir nur kurz miteinander geredet haben, okay, I gotta go, love you. Und das bleibt in meinem Herzen aus Erinnerung, wo ich die Änderung von einem Menschen erlebte, die ich dachte, außerhalb Gnade war. So viel für meinen großen Glauben. Lass mich das Lied für euch singen, würde ich gerne tun. Das heißt Long Road to Heaven. Und auch dieses Lied hat eine Bedeutung für mich. Nachdem ich zu Jesus kam, ich hatte aufgehört, meine Musik zu spielen und dachte nicht, dass ich sollte Rock'n'Roll je spielen. Bis Jahre später. Und Jesus sagte zu mir, ich sollte meine Gabe benutzen und meine Geschichte erzählen. Und das gab damals ein sehr bekannter, sie war für mich ein Vorbild, christliche Musikerin, Jenny Grime. Und Jenny hat viele Schallplatten in den 80er Jahren. Sie war ein richtiger Pionier, 70er, 80er, 90er Jahren. Sie war ein richtiger Pionier in modernen christlicher Musik. Und sie mit ihrer Familie, die blieb bei uns 3-4 Monate lang. Die waren unser Gast. Und sie mussten zurück nach Amerika gehen. Und sie hat einen wunderschönen 1966 Martin getauft. Ein Gitarrist. Sie sagte, John, kannst du meine Gitarre für mich ein paar Monate halten, während ich wieder in Amerika gehe? Ich sagte, ja, gerne. Und einen Samstag, und es ist komisch, weil ich habe ein Foto. Jessica und ich sitzen zusammen auf dem Boden. Jessica ist 7 vielleicht. Und wir sitzen zusammen auf dem Boden. Jessie hat meine E-Gitarre und ich habe Jennys Gitarre. Und ich hatte gerade dieses Lied geschrieben.
Es war das erste Mal, wo ich merkte, Gott möchte, dass ich mit meiner Art von Musik meine Geschichte Menschen erzählen könnte. Menschen, die nicht in den Gottesdienst kämen, Menschen, die nicht vielleicht in ein Seminar kommen würden. Und das war der allererste. Das heißt Long Road to Heaven. Und ich glaube, es beschreibt wunderbar, was ich erlebte, was mein Leben verändert hat. Und ich hoffe, es hört nie auf, verändert zu werden. Gott ist übernatürlich. Something funny happened late one night as I went to bed. Dreamed a man called out my name, and this is what he said. Son, I know you always, I see your every dream. That's why I'm here tonight, to show you where it leads. 'Cause there's only one road to heaven. Once you set upon that path, there's no sense in turning back. Yeah, it is a long road to heaven. I'll be standing by your side, your help and to guide you to heaven. He went on to show me all the many, many times he reached into my life, but I closed the door and cried. Son, he said, you've been so bound, thinking you were free. That's why I gave my life when I hang it on that tree. Like lightning breaking through the dark, his words did hit my soul. My eyes were open. For the first time I didn't know that there's only one road to heaven. Once you set upon that path, there's no sense in turning back. Yeah, it is a long road to heaven. But I'll be standing by your side to be your help and to guide you to heaven. Well, it's a long, 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 long road. I got up from that bed, body covered in sweat. Realized this was not a dream. I knew who I had met. It really happened. And this is what he said. Forward is a long road to heaven. Once you set upon that path, there's no sense in turning back. Yeah, it is a long road to heaven. But I'll be standing by your side to be a help and to guide you to heaven. Yeah, well, it's a long, 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 long road. Yeah, it's a long road to heaven. And I'll be standing by your side to be a help and to guide you to heaven. Woo! Amen. Amen. He's there. Immer da. Lass uns nach dem Übernatürlichen ausstrecken. Schau deine Herausforderung an, aber schau es an im Licht
von Gottes Gedanken. Du hast den Sinn Christi. Du bist geschaffen, ein geistlicher Mensch zu sein. Gib Gott Raum und lass die Abenteuer beginnen. Es hört nie auf. Ich lerne jeden Tag neu. Und ich bewundere manchmal, wie viel ich nicht verstehe, wie viel ich nicht begreife und wie treu Jesus ist. Vater, danke für diesen Abend. Danke, dass du uns alle ermutigst heute Abend, auf dich zu schauen, auf das Unsichtbare zu schauen, auf das Übernatürliche zu erwarten. Wissen, es ist dein Wirken, die den Unterschied ausmacht. Nicht unser Wirken, sondern dein Werk. Danke, dass du uns ermutigst und hilfst und lehrst, wie wir in Einklang kommen können mit deinen Gedanken, mit deinen Wegen, damit deine übernatürliche Wirkung in unser Leben Realität sein kann. Wir danken dir, Jesus. Amen. Amen. Danke für euer Zuhören und dass ihr gekommen seid am Freitagabend. Finde ich klasse.